war mein schönes Sarajevo-Apartment. Das ist richtig geil, wenn man anfängt zu reisen. Hier ist eine Küche, kleine. Dann freut man sich halt echt über die kleinen Dinge. Ich habe wieder 2 vollgeladene Akkus. Ich konnte selbst meine Kopfhörer laden. Eine Powerbank. Hier habe ich geschlafen, mega geil. Ich hatte ein Bett, eine Dusche. Es war schon echt fett. Und jetzt starten wir in den Tag, Zuri. Jetzt gucken wir uns Sarajevo an. Das ist die große Kathedrale von Sarajevo. Sarajevo ist ja christlich und muslimisch, beziehungsweise orthodox. Gehen wir mal weiter. Das ist die ewige Flamme. Die soll an alle Toten aus dem Land erinnern, die quasi während des Zweiten Weltkrieges umgekommen sind. Und Gerüchten zufolge soll die auch erst einmal ausgegangen sein seit dem Zweiten Weltkrieg und dann ganz, ganz schnell wieder angezündet worden sein. Gut, schauen wir uns weiter um. Wir befinden uns jetzt in der Einkaufsstraße Sarajevos. Und man sieht hier überall noch Kugelgeschosse. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da oben. Vom Krieg in den 90ern. Weil die alle wohl auf den Dächern saßen und dann geschossen haben. Wir befinden uns immer noch auf der Straße und hier sieht man das ganz gut. Dass man in diesen ganzen Häusern überall noch die Löcher sieht. In den Einschüssen. Hier auch. Eigentlich kann man sich jedes Gebäude angucken. Und man findet die Einschusslöcher. DM und Sparkasse, da fühlt man sich doch fast wie zu Hause. Naja, gucken wir uns mal weiter um. Der Einkaufsstraße in der Ulica Ferhadia, wo wir die ganze Zeit schon langlaufen, gibt es quasi auch den Meeting Point zwischen Ost und West, also zwischen der islamischen und der christlichen Kultur. Und das ist genau hier, wo sie sich treffen. Hier ist alles westlich, ab hier, wo wir gerade durchgelaufen sind. Und ab hier fängt der östliche Teil an. Mit der Moschee und ja, der ganzen muslimischen Kultur. Also, dann gehen wir mal Richtung Osten. Nutzen wir mal den Trinkwasserbrunnen, Zuri, hä? Was du isst. Genau dafür ist er ja da. Ne, Zuri? Jetzt am Trinken. So ein Durst. Nachdem wir alle nicht mehr durstig sind, gehen wir in die kleinen Marktstraßen. Echt richtig heiß. Es ist mittlerweile schon 1:15. Das heißt, wir suchen uns jetzt was zum Mittagessen und dann gucken wir uns die Stadt mal von oben an. Komm, Zuri. Das sieht doch gut aus. Komm, Zuri. Traditioneller bosnischer Pfannkuchen. Weil die meisten Gerichte sind leider mit Fleisch und Salat. Aber das wird bestimmt lecker. Das ist das Rathaus von Sarajevo. Und jetzt gehen wir wohl zum berühmtesten Denkmal oder wie auch immer, für was die Stadt berühmt ist. Und zwar eine Brücke. Und Bosnien hat ja alles mit Brücken zu tun. Hier auf dieser Brücke wurde Franz Ferdinand erschossen. Das war der damalige Anführer von Österreich und hat damit den Ersten Weltkrieg ausgelöst. Ja, ist schon krass. Genau hier. Ja, es gab einmal ein Monument. Es wurde aber schon relativ schnell entsorgt. Der letzten bekannten Brücke. Und das ist hier ist quasi der Bosnienkrieg gestartet, weil hier sind die beiden Frauen erschossen worden, die den ganzen Krieg in Gang gesetzt hat. Diese Straße wurde Sniper Alley genannt, weil hier die ganzen Sniper mit ihren Gewehren waren. Also hier sieht man auch ganz viele Einschusslöcher hier in den Gebäuden. Im Yellow Fortress sieht man die ganzen Gefallenen. Das sieht schon krass aus. Das sind so viele Menschen.
Mittlerweile ist es 6 Uhr abends. Es wird langsam Zeit, sich von Sarajevo zu verabschieden. Und dann fahren wir weiter Richtung Serbien. Wobei mir Serbien gerade nicht ganz so sympathisch ist, muss ich ehrlich zugeben. Weil die für 90% der Kriegstoten hier verantwortlich sind. Die haben schon richtig zugeschlagen. Ich werde mal weiter oben auf dem Berg, hier oben, da hinten. Und da sind halt noch ganz, ganz viele Gräber. Da hinten. Das sind alles Gräber. Und hier ja auch. Ja, hier sind auch noch mal Gräber. Es gibt schon echt viele Friedhöfe hier in der Stadt. So, also ich laufe schon den ganzen Tag in meinen Radschuhen rum und ich muss sagen, das ist echt super. Also hätte ich nicht erwartet. Ich habe echt ein paar Barfußschuhe mitgenommen, aber die brauche ich gar nicht. Also die habe ich echt überhaupt noch nie angehabt. Das Geile ist an den Schuhen auch, ich zeige ich euch mal, quasi eine Sohle haben, die hier glatt ist. Gut fürs Pedal. Das sind eigentlich Mountainbike-Schuhe. Wenn man aber sich bewegt, dann spreizen die sich auf und dadurch hat man trotzdem Grip. Das ist irgendwie echt geil. Also das hat VD echt super konstruiert. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Schuhen. Ja, also meine heutige Abreise aus Sarajevo hat sich doch noch mal um eine Nacht verschoben. Ich habe es einfach nicht geschafft, meine Karten offline zu laden. Irgendwie Komoot ist ständig abgestürzt. Ich habe das in 4 Restaurants über 4 Stunden lang probiert. Dann habe ich das Hotel doch mal gefragt, ob ich noch mal eine Nacht kostenlos bei denen auf der Terrasse schlafen darf. Und dann meinten die, ach komm, geh doch einfach ins Apartment und schlaf da noch eine Nacht. Also mega, mega nett. Ja, und jetzt können wir uns Sarajevo noch mal bei Nacht angucken. Der Brunnen. Das ist immer krass, wie viele Menschen abends unterwegs sind, wenn es so langsam ein bisschen kühler wird.